Nach dem Sieg gegen die Bayern jetzt bei Werder Bremen, die 17. sind. Und ich weiß nicht so ganz genau, ob wir heute vielleicht nicht sogar Favorit sind. Weil ich ja gesagt habe, wir sind eigentlich in keinem Spiel hier Favorit, weil wir Aufsteiger sind, Hertha und so weiter. Aber Bremen ist halt 17. Stehen unten drinne. Haben auch noch nicht gewonnen. Ich hoffe nicht, dass sich das jetzt unbedingt heute verändert. Aber ich war doch sehr überrascht, dass wir auch zu Hause gegen die Bayern, klar auch mit einem Mann mehr dann so dominant gespielt haben und dann auch verdient gewonnen haben am Ende. Und jetzt gegen Bremen, oh, hoffentlich machen wir das auf. Wir legen richtig gut los. Ein Jinma. Ex-Bremer, Pfosten. Der könnte heute was ganz, ganz Witziges tun. Wenn ihr versteht, was ich meine. Da ist er wieder, ein Jinma gegen alle Bare, genau. Auch gegen den eigenen Mann. Werder spielt mit einer Fünferkette und Naby Keita. Dass der hier nicht verletzt ist im Spiel, bewundert mich auch ein bisschen. So, aber wir sind vorne. Wir machen gut Druck. Die ersten Sekunden hier. Sieht richtig gut aus. Barco, Olado, der hat viel Platz. Zimmer drüber. Aber genau so, wenn wir in den Spielen so im Flow drin sind, die dann auch gewinnen, dann haben wir wirklich gute Chancen, uns die Klasse auch zu sichern. Aber dazu ist halt noch zu viel zu spielen, ne? Wir haben wirklich einen guten Start. Wir stehen vor Dortmund auch immer noch. Überraschenderweise. Wir gewinnen unsere Heimspiele. Gerade gegen die Großen. Auswärts sieht es ja noch nicht so rosig aus. Deswegen wäre doch heute ein Sieg ganz schön. Und ganz wichtig, vor allem Barco gegen Weiser. Sehr gut. Apropos Barco, Linksverteidiger. Da hoffe ich, dass ich vielleicht in dem Part die Scouting-Berichte kriege. Von unseren ablösefreien Spielern, also vertragslosen Spielern. Da hatte ich ja 2 beobachtet. Da hoffe ich mal, dass ich da dann die Berichte kriege und dann will ich mir da auch nochmal einen Linksverteidiger holen oder 2, je nachdem. Weil sonst muss Barco hier jedes Spiel durchspielen oder ich muss Harto auf links tun oder irgendwen anders. Mal gucken. Jetzt kommt erstmal Bremen über Agu, über Rosolek, Weiser. Aber Barco ist da. Zum ersten, zum zweiten kommt nicht hin. Und dann darf Urbich auch zum ersten Mal ran. Brabec oder Brabec. Neue Innenverteidiger auch ablösefrei. Es gibt wirklich ein paar gute, habe ich ja schon gesagt. Die sich dann auch wirklich für ein bisschen Geld weiterverkaufen lassen. Oh, der war durch die Beine übrigens. Also könnte es sein, dass sich daraus jetzt ein Tor ergibt. Ja, Nusa gegen Forbes. Aus dem Eckball für Bremen. Forbes, komm, große Chance. Und Pavlenka, glaube ich. Ja, nee, ist es nicht. Aber die Chancen, die musst du halt nutzen, ey. So große Chancen, wenn du da mal 1:0 in Führung gehst, das kann das Spiel ganz anders auf den Kopf stellen. Nusa. Also, es geht in eine Richtung. Backhaus ist im Tor, der Bremer. Oh, schöner Name. Könnte auch irgendwie eine norddeutsche Firma sein, so. Backhaus. Irgendwie für Ziegelsteine zum Beispiel. Oh, die Bremer bauen erstmal hintenrum auf, aber wissen noch nicht so recht, wie sie hier reinkommen sollen. Also es ist sehr, sehr wild, sehr, sehr durcheinander. Wie gesagt, Fünferkette, das heißt, dass wir hier weitestgehend den Ball haben. So ist wohl die Idee. Barco auch wieder. Ah, schade, über die Außen, aber genau das ist es. Forbes müssen wir da mit in die Partie immer wieder kriegen. Nusa und dann vorne Jinma. Hätte heute die Gelegenheit, dann mal gegen seinen Ex-Verein zu treffen. Aber jetzt aufgepasst, Bremen kommt. Weiser, Kempf ist da. Dann pressen sie vorne zu. Und wenn wir uns da befreien können, dann haben wir auch wirklich Platz nach vorne. Jinma, da ist er. Und jetzt Nusa oben. Ja, kriegt er nicht ganz hin. Nee. Schade, aber das wäre es gewesen. Die Räume über den Flügel, die werden wir halt auch öfter bekommen. Gegen so Gegner. Kommt Naby Keita, Achtung. Gegen 2, 3 Mann, da ist er gut aufgehoben. Und dann auch immer wieder Platz nach vorne. Serlo, und jetzt ist Nusa durch und das macht er gegen Pieper. Komm, Pieper kommt nicht hinterher. Macht er alleine oder nicht? Macht er alleine. Nusa und Forbes. Und Serda, wo immer er auch hingeht. Oh, Busio, das ist ein schöner Ball. Wenn der durchgekommen wäre, der war richtig gut getroffen. Ja, aber auch da fehlt uns dann so ein bisschen das Glück, die Abschlussqualität. Aber wir sind ja da. Wir sind das bessere Team. Bremen steht hinten nicht so sicher und nach vorne hin, da muss halt immer
aufpassen. Also da kann jeder Verein gegen uns treffen. Das ist jetzt nicht so das Ding. Oh, haben wir 2 Auswärtsspiele? Ah, nee, Quatsch. Ist ja von Bremen. Ich dachte gerade, hä, wer da Bremen? Wir sind doch Hertha. Jetzt gehe ich dem Verein schon fremd, ey. Werd dafür wahrscheinlich gleich bestraft. So ist es. 42. kurz vor der Pause ist dann, glaube ich, Kovnatski gewesen. Ja, und das ist es halt. Auch Werder bestraft solche Sachen hier. Zack, einmal schnell und gut gespielt. Zu viel Platz gelassen, zu groß die Lücken. Und dann kann Obich am Ende auch nichts mehr machen. Ja, da zieht er auch die Hand noch sehr klug weg. Erstes Tor in seinem ersten Spiel. Ah, schön, dass er ausgerechnet gegen uns von Anfang an trifft. Ja, sehr bitter. Wir machen es uns halt immer wieder selber schwer. Aber ihr habt gesehen, Forbes auf der einen Seite macht den nicht, Nusa auch nicht. Weil der Keeper halt unüberwindbar scheint. Und dann führt Werder halt mit 1-0. Aber wir kriegen nochmal einen Einwurf. Es gibt noch 60 Sekunden obendrauf, wenn wir es jetzt schnell machen. Oladu, Serda, Nusa. Da stehen wieder alle vorm Strafraum, echt. Da kommst du nicht durch, kannst du nichts machen. Wenn die da zu 5, zu 6, zu 7 stehen, überhaupt keine Chance. Keine Chance durchzukommen. Aber wir versuchen es weiter. 7:3 Schüsse, Bremen hat mehr Ballbesitz. Es ist ja auch alles schön und gut. Tja, wir bräuchten eigentlich Lasme vorne, aber ich lasse nochmal einen Jinma. Der macht das da ganz gut. Uedraogo ist auch noch eine Option für Busio. Da müsste ich dann aber aufs 4-2-3-1. Ich stelle mal aufs 4-2-3-1 um und dann gucke ich mal, ob ich irgendwann Uedraogo reinbringe. Bisschen kompakter im Mittelfeld. Vielleicht bringt das die Fünferkette so ein bisschen zum Erliegen. Oh, zu schnell. Gut, das darf ich natürlich auch nicht machen. So hoch technisch versiert sind dann meine Leute doch nicht. So, Forbes und Jinma, schnell gespielt. Muss einer hinterlaufen oben. Ah, es sieht alles sehr wild auch jetzt hier gerade bei uns aus. Aber ich hoffe, dass sich das jetzt gleich wieder ein bisschen zurechtrückt. Nachdem die alle ihre neuen Positionen eingenommen haben. So, Forbes. Und ein Serda muss er sehen. Ja, und den muss er alleine machen. Serda. Oder hätten wir nochmal spielen sollen. Nee, war schon richtig. Auch mal einen Abschluss suchen, nicht nur den Ball ins Tor tragen. Das funktioniert auch nicht immer. Jetzt kommt die Ecke. Kempf ist da. Oh, Nusa, komm, muss er schneller hin, ey. Der braucht. Der ist doch viel schneller als Kovnatski. Oh, natürlich. Jetzt kommt das wieder. Jetzt legen die sich den Ball wieder 10 Kilometer weit vor. Und wir kommen nicht hinterher. Bradley ist da. Schöne Grätsche. Oh, ein schöner Fehlpass. Agu, Nusa ist da. Jetzt kriegt er den Freischuss. Also auch ganz viele Entscheidungen, wo es halt auf Zentimeter ankommt, ne? Hätten wir den Ball gerade gewonnen, hätten wir vorne eine schöne Situation gehabt. Jetzt kommt Keita. Oh, ein Urbich. Ich wusste gar nicht, dass er so gut Freistöße schießen kann. Na, nee, ich lasse Nusa nochmal. Klar, Rese ist auch schnell, schön und gut. Und hat auch 2 Stärken mehr, aber vom Gesamtpaket her gefällt mir Nusa ein bisschen besser. Oh, und Naby Keita, Weltfußballer, kriegt den nächsten Ballon d'Or. Der tankt sich durch und dann steht es 2-0. Ja, irgendwie haben wir auswärts so ein bisschen die Scheiße am Schuh, um es mal klar und deutlich zu sagen. Irgendwie funktioniert das noch nicht auswärts. Zu Hause alles schön und gut und dann Veljković natürlich. Schießt besser als manch Stürmer, ey. Schade, Barco geht da so ein bisschen aus der Schusslinie. Tja, 2-0, Werder. Ist irgendwie ein bisschen überraschend. Also ich könnte jetzt gar nicht sagen, dass das verdient ist. Die sind halt wieder ins Spiel gekommen durch unsere Fehler. So wie in Frankfurt zum Beispiel, da waren wir auch nicht die schlechtere Mannschaft, haben dann aber 2-0 verloren, weil wir zweimal blöd ausgeschaut haben. Forbes oben Wing, kriegt den Ball, oh, kommt aber nicht ran. Tja, wir waren so gut drin, aber es klappt irgendwie, auswärts ist der Wurm drin, das werden wir auch irgendwann überwindet bekommen. Hauptsache die Heimspiele, die laufen halbwegs erfolgreich. Ah, kommen wir natürlich auch nicht ran.
Das ist auch immer so eine Scheiße, wenn die sich den Ball 10 Kilometer weit vorlegen. Du kommst halt einfach nicht ran, aber du weißt genau, du willst rankommen und du würdest auch eigentlich rankommen. Ja, wir bauen jetzt hier irgendwie ganz schnell eine Initialzündung, zur Not auch von den Jinma. Aber wir können wahrscheinlich... Oh, Uedraogo, die laden uns ein zum Tore schießen. Der muss jetzt natürlich rein! Mit viel Gefühl, Justin Jinma. Und er hat sein Tor gegen seinen Ex-Club, ey. Ausgerechnet. So Geschichten schreibt nur der Fußball. Sind wieder 3 Euro ins Phrasenschwein jeweils. Aber das war natürlich auch eine Einladung. Genauso wie wir die Gegner mal einladen. So lädt uns diesmal Bremen ein. Und ich bringe jetzt Lasme rein. Ist zwar schade jetzt für den Jinma. Weißt du, Tor gemacht. Aber ich brauche auch nochmal ein bisschen Präsenz vorne. Ein bisschen Körpergröße. So, gibt uns das jetzt nochmal ein bisschen Aufschwung. Also zumindest verlieren will ich hier nicht. Ein Punkt ist besser als gar keiner. Und ich kann mich auch nicht immer nur auf die Heimspiele verlassen, dass die so klappen. Wir müssen auch irgendwann mal auswärts versuchen, wieder zu gewinnen. Also auf Schalke bislang, ja, alles schön und gut. Aber das war's dann bislang. Bislang holen wir uns die Punkte in den Heimspielen. Gegen die Bayern gewonnen. Gegen Leverkusen. Ne, Quatsch, gegen Leipzig. Leverkusen haben wir verloren. Gegen Dortmund haben wir Remis gespielt. Also zu Hause klappt's. Aber wir haben noch Zeit. Jetzt lassen wir Nusa unten. Ah, kein Abseits. Jetzt muss er wieder in die Mitte. Uedraogo. Ne, da steht wieder ein Bremer vor. Ja, und wieder wie vor dem 2-1. Oh, großer Fehler. Ne, diesmal wird er weghauen. Aber die sind nicht mehr so gut. Die waren vielleicht 20 Minuten lang, waren sie mal richtig stark oder eine Viertelstunde. Haben dann da das zweite Tor gemacht und dann kommt bislang auf einmal nichts mehr. Aber trotzdem weiter Druck machen. Ich meine jetzt mal hier Teampressing. Aber die müssen auch von alleine da mal drauf gehen. Ey, ich kann ja nicht hier 5 Spieler gleichzeitig irgendwie ausführen. Das ist ein bisschen ernüchternd irgendwann. Wenn du immer wieder anläufst, so jetzt mal Ball gewinnen und immer wieder wird der Ball dann geholt. Uedraogo, ja, wird durchgesteckt. Uedraogo! Und auch er nimmt den Ball mit, weil er weiß, es ist noch Zeit für den Siegtreffer. Und endlich klappt dieses Pressing. Nach gefühlt 10 Jahren hinterherlaufen hier. Uedraogo zeigt an, will den Ball haben. Und belohnt sich. Mio Backhaus scheint er dann zu heißen. Wenn nur sein Vorname hinten drauf steht. So, 8 Minuten. Was geht jetzt noch? Wem gelingt der Lucky Punch? 2-2 würde ich nehmen. Klar, nach dem Spielverlauf. Ich würde auch gern gewinnen wollen. Und ich habe so das Gefühl, dass hier irgendwas passiert noch. Dass hier irgendwas noch passiert. Vielleicht jetzt. Forbes. Aber jetzt fehlt Lassen in der Mitte. Uedraogo winkt. Ja, warum nicht? Da hätte jetzt Lassen bestehen müssen. So, aber Achtung, Hertha kommt über Budimir, über Berg. Und Olado passt auf. Sehr, sehr schön. Komm, noch 3 Minuten. Wir haben Platz und wir haben Lasme und der ist jetzt durch. Gegen Veljković, Brian Lasme. Aber so nicht. Weit vorbei, schade. Aber die Chance. Oh Gott, der Brabit, der spielt auch gefühlt jedes Spiel durch. Ich sehe es schon kommen. Den müssen wir natürlich auch ab und zu mal austauschen. Ja, das war halt, die Chance. Das ist halt der Unterschied. Wir machen sie nicht, die große Chance. Bremen nutzt die, auch in Form von Veljković. In Person von Veljković nach der Ecke. Und jetzt sind wir hinten nochmal gefordert. Achtung. Keine Last-Minute-Niederlage, das ist gut. Und vielleicht jetzt nochmal. Last-Minute-Angriff, Uedraogo. Nee, da muss der Ball aber ankommen von Forbes. Spiel ist immer noch nicht vorbei. Jetzt ist es vorbei. Also 2-2 nach Rückstand noch einen Punkt geholt. Bisschen schade, weil auch gerade der letzte Angriff, den hätte ich auch besser ausspielen können. Aber gut, immerhin nicht verloren. Bremen auf Distanz gehalten. Die gewinnen also weiterhin nicht. Und jeder Punkt ist für uns natürlich auch Gold wert für den Klassenerhalt. Ja, waren wieder eindeutig die bessere Mannschaft. Aber reicht halt nicht, wenn er hinten zu sehr den Gegner einlädt zum Tore schießen. Jetzt das Derby, oha. Die haben genauso viele Punkte wie wir. Also wird ein sehr, sehr brisantes Spiel. Sehr schön.
Und dann kommt das nächste Pokalspiel in Magdeburg. So, Monatsbericht Jugendmannschaft, wie sieht's hier aus? Fabian Petit, wir haben ja eigentlich die Jugendleute auch bei uns, aber obwohl, bevor ich die anderen noch nicht habe, der kann auch Linksverteidiger spielen. Aber ob, weiß ich nicht, ob das ein vernünftiger Ersatz wäre. Ich lasse die nochmal. Vielleicht haben wir jetzt nochmal hier irgendwie Nachricht von unserem Scout. Wie hießen die denn, Mensch? Ey, habe ich die nicht auf die Liste getan? Das gibt's doch gar nicht. Spieler suchen. Transferzentral, ich habe die nicht mit draufgenommen. Aber ich weiß, es waren 2 Linksverteidiger. Wir gucken nochmal. Vielleicht sind die ja noch da. Es war auf jeden Fall ein Brasilianer, das weiß ich. Schauen wir mal. So, ganz ruhig hier. Linksverteidiger. Vielleicht ist er ja noch da. Genau, es war Alexandro Carvalho. Aber ich glaube, ich hatte euch das schon gezeigt. Bin ich der Meinung. Jetzt fällt es mir wieder ein. Da war jetzt nur die Frage, wen ich hole. Tja. Dann kann ich auch Barco im Prinzip bald und unseren Jugendmann hochziehen. Naja, ich werde nochmal gucken. Wir spielen als nächstes gegen Union im Derby. Müssen wir auch 1-2 Mal umstellen. Und es sieht nach wie vor gut aus. Also solange ich vor Dortmund stehe und vor Leipzig sogar, die können gerne noch ein Stück runter, ist das für uns eine gute Saison. Wir stehen super. Wenn wir da am Ende der Saison stehen, alles super. Vorne gehen Bayern und Gladbach den Ton an, Frankfurt dahinter, Leverkusen, Freiburg. Also, gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Part wieder mit dabei. Lasst einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo. Und wir sehen uns. Ciao, ciao.